In diesem Video bekommst du die komplette Taktik, alle Spielanweisungen und Tipps, wie die 4-2-3-1 zur besten Taktik im Spiel wird. Wir starten in der Defensive und da gehen wir auf ausgeglichen. So verteidigen wir sehr systematisch, abwarten, nicht zu aggressiv, aber können immer noch mit dem Steuerkreuz zwischendurch auf Pressing stellen und so auch Druck machen. Und weil die 4-2-3-1 so ausgeglichen ist, ist sie die perfekte Starterformation. Vorne haben wir viel Offensivpower mit dem Stürmer und den 3 ZOMs und nach hinten sorgt die Viererkette und die 2 ZTMs für maximale Stabilität. Und deswegen packen wir in der defensiven Taktik die Breite etwas runter auf 45, so stehen die alle etwas enger, kompakter zusammen und wir haben vor allem diesen gefährlichen Bereich vom Tor blockiert. Damit deine Verteidigung perfekt funktioniert, sind insbesondere die beiden ZTMs so wichtig und die schauen wir uns auch gleich mit allen anderen Spielern noch in den Anweisungen an. Die Tiefe hole ich etwas runter auf 45, grundsätzlich kannst du hier so zwischen 45, 55 eigentlich alles spielen. Die Angriffstaktik startet mit dem Aufbauspiel und das sind die ersten beiden Drittel auf dem Spielfeld. Hier gehen wir auf ausgeglichen, so haben wir die Chance schnell nach vorne zu kommen in Konter, aber vor allen Dingen dann, wenn wir den Ball haben, haben wir viele Anspielstationen und können ganz in Ruhe das Spiel aufbauen, um wirklich viele Torchancen zu kreieren. Das letzte Drittel des Spielfelds, also so vorm 16er, im 16er des Gegners, das ist dann die Chancenerarbeitung und mit die ZOMs, damit dein Stürmer immer wieder Richtung Tor reinrennt, packen wir da auf jeden Fall Läufe in die Spitze. Die Breite geht rauf auf 60. Wir wollen im Angriff relativ breit stehen, dass die beiden äußeren ZOMs fast schon wie Mittelfeldspieler oder Flügelaußen arbeiten und dann können wir auf der rechten Seite zum Beispiel mit dem rechten Flügel Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, linker Flügel oder linker ZOM sehr, sehr einfach den Ball nach vorne bringen und dann in den Strafraum oder wieder vor den 16er und von dort zum Tor. Spieler im Strafraum auf 3. Ganz wichtig hier gleich noch die Spieleranweisung, damit wir es schaffen, dass diese ZOMs mit in den 16er gehen und teilweise wie Stürmer agieren und so viel mehr Offensivpower als den einen Stürmer bringen. Ecken auf 1, Freistöße auf 1, damit wir hier nicht in unnötige Konter laufen. Kommen wir zu den Spielanweisungen, so wichtig für diese Taktik und Formation. Die Innenverteidiger bleiben auf jeden Fall hinten, ganz, ganz wichtig. Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, die packen wir auch auf hinten bleiben bei Angriffen. Wir haben ja vor ihnen die beiden äußeren ZOMs, die dort schon angreifen. Dann kommen noch LV und RV auf konservatives Abfangen, dadurch arbeiten die noch ein bisschen vorsichtiger und die Laufart mache ich übergreifend. Das bedeutet einfach, dass die Außenverteidiger immer weiter außen sein werden als die äußeren ZOMs, weil die wollen wir ja vorne in den Angriff reinkriegen. Jetzt wird's tuchelig, die beiden ZTMs habe ich so ein bisschen unterschiedlich. Der eine ist auf jeden Fall die Holding Six. Mir steht's hier oben, ehrlich! Da fasst du doch einfach an den Kopf, was der Typ für eine Scheiße labert, ne? Erster ZTM. Hinten bleiben bei Angriffen, Mitte abdecken. Der zweite ZTM bleibt auch hinten bei Angriffen, deckt natürlich auch die Mitte ab und zusätzlich haben wir den noch auf Passwege abfangen. Dadurch wird er einfach etwas aggressiver verteidigen und versuchen an Bälle, an die CPU, an denen das Spiel glaubt, wo du drankommst, würde er dann, wenn der nicht manuell gesteuert wird, in diese Laufwege, in diese Passwege reingehen. Die beiden ZOMs außen für Flanken an die Strafraumkante, die werden trotzdem mal mit in den Strafraum gehen, aber sind dann vor allen Dingen außen dort für Finesse und Trivella-Shots. Der ZOM in der Mitte agiert fast wie ein zweiter Stürmer, deswegen ist der auch vorn bleiben. Der ist für Flanken in den Strafraum, damit er in den 16er zieht und auf konservatives Abfangen, dadurch wird er noch weniger nach hinten arbeiten. Dein Stürmer, so wichtig, vorn bleiben. Der soll sich zentral orientieren, das ist unser Neuner, unser Strafraumspieler und auf Abwehr überlaufen, gerade am Anfang von EAFC, achte darauf, dass du hier schnelle Stürmer hast. Abonniere den Kanal und ich helfe dir mit immer neueren Tipps zu EAFC und mit den besten Taktiken. Ich bin raus, der Marvin. Servus. Ciao, ciao.